Wolltest du schon immer wissen, wie man so einen leckeren, saftigen Schweinebraten ganz einfach in der Heißluftfritteuse zubereiten kann und dazu noch mit dieser leckeren Soße? Dann bleib unbedingt dran und schau dir das Video bis zum Schluss an. Ja, ich habe auch wieder ganz tolle Tipps für dich. Auch wie du die Soße ganz, ganz lecker zubereitest. Ich habe hier so 1 Kilo Schweinebraten, den ich jetzt als erstes erstmal jetzt hier mit den Zewa trockentupfe, sodass keine Flüssigkeit, nichts mehr an dem dran ist. Im nächsten Schritt habe ich jetzt hier meine Salzmühle. Das ist im Prinzip Salz und Pfeffer. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich Salz und Pfeffer gemixt da drin habe. Das ist dann auch viel einfacher und ja, der Pfeffer lässt sich besser mahlen als in der reinen Pfeffermühle. Da hat er doch ab und zu gehangen. Und so in dem Mix klappt das wunderbar. Also da habe ich jetzt, siehst du, da beides jetzt zusammen drin. Und da kann ich jetzt wunderbar jetzt da den Schweinebraten, also von allen Seiten ringsherum durch den richtig kräftig würzen, also mit Salz und Pfeffer erstmal. Das ist erstmal der erste Schritt. Ja, im nächsten Schritt habe ich jetzt hier meine Knoblauchzehen, die ich entsprechend vorbereite und in meinem Häcksler, wie du da siehst, der da schon liegt oder steht, da hexe ich die wieder klein drinne. Ja, inzwischen habe ich mir jetzt auch so eine Schale beigeholt, wo jetzt dieser Knoblauch und die ganzen Zutaten jetzt reinkommen, die ich dann für die Marinade brauche. Also erstmal gucken mal, schau mal, wie schön klein mein Knoblauch hier gehäckselt ist. Also das Ding, muss ich sagen, das liebe ich inzwischen. Geht ganz einfach, rucki zucki. So, als nächstes habe ich jetzt hier 2 Esslöffel Senf. Ja, und das ist mein Bautzner Senf. Ich kriege kein Geld dafür, für die Werbung oder wenn ich das jetzt sage, Bautzner Senf. Aber der ist so lecker, ich liebe den so. Und ja, und aus dieser großen Flasche lässt er sich auch wunderbar verarbeiten gleich. Ja, weiter geht es jetzt mit Honig. Da kommen jetzt 2 Esslöffel Honig, die da reinkommen. Der erste. Jetzt noch der zweite Esslöffel Honig. Als nächstes sollten das 2 Esslöffel Öl werden. Upsa, das war ein bisschen stürmisch. Ja. Es langt, das ist wirklich genug Öl jetzt. So, meine Sojasauce, da mache ich ein bisschen sachter, dass das nicht auch so stark wird. Also 2 Esslöffel Sojasauce noch dazu. So, Paprikapulver edelsüß habe ich jetzt noch ein Löffelchen mit da drauf gemacht. Das ist jetzt ein Teelöffel. Und jetzt kannst du entweder Thymian und Rosmarin einzeln nehmen oder ich habe hier auch so eine Mixung, das ist Crotte de Provence. Die habe ich diesmal genommen und ja, es ging etwas schlecht raus. Ich habe es einfach jetzt aufgeschraubt und habe mir jetzt so entsprechend mein Löffelchen von rausgeholt. Und das jetzt noch mit oben drüber gegeben. So, diese ganze Mischung, die muss ich jetzt gut verteilen, damit es eine gleichmäßige Masse gibt. Ja, es war etwas bisschen viel Öl, aber es hat doch noch ganz gut geklappt. Ja. Nächstes Mal muss ich doch etwas sachter machen, wenn ich mein Öl da rein gebe, dass das nicht wieder so einen Schwupp gibt. Aber das ist jetzt wichtig, dass ich das jetzt richtig schön gleichmäßig verteile, damit das eine gleichmäßige, homogene Masse gibt. So, jetzt kommt mein Schweinebraten da rein und wird da gut mit diesem in der Masse ringsrum verteilt, dass das richtig schön die Masse überall gut an meinen Schweinebraten drankommt. So, nachdem ich das jetzt wunderbar da alles dran verteilt habe, habe ich jetzt hier meinen Gefrierbeutel. Und das Ganze kommt jetzt in den Gefrierbeutel. Und dann habe ich das Ganze jetzt hier über Nacht drinnen im Kühlschrank ziehen lassen. Ja, ich habe auch kein klein bisschen wieder investiert. Ich habe mir hier dieses Fleischthermometer da gekauft. Und solange wie das da in der Halterung drin ist, ist es nicht gepaart. Wenn ich jetzt das da rausnehme, du siehst, ich habe mal drauf geklickt, jetzt hat er es automatisch gepaart. Aber ich habe vorher die App installiert und habe das entsprechend auch eingestellt. Also da habe ich jetzt dieses mit dazu gekoppelt, eingestellt. Dann hat man hier entsprechend, kann man auswählen die einzelnen Einstellungen. Und dann hat man hier die ganzen Fleischsorten. Schweinefleisch habe ich jetzt da ausgewählt. Und dann kann man hier entsprechend einstellen von dem Grad, ob man das rosa haben möchte, da Englisch oder dergleichen. Ich hatte jetzt rosa ausgewählt und habe es okay übernommen. Dann gibt es hier noch ein paar Anleitungen, was ich beachten kann. Und dann habe ich jetzt hier meine einzelnen Temperaturanzeige. Ja. Dann habe ich hier Temperaturraum, kann mir die Max einstellen. 74 Grad sind eingestellt. Ja,
Und das Thermometer hat momentan da jetzt 29 Grad stehen. Das ist von der Sonne, die jetzt einmal reinscheint. Entsprechend habe ich jetzt hier diese Thermometer jetzt hier, wo ich jetzt mein Fleisch mit messe. So, jetzt habe ich hier mein Fleisch, was ich jetzt aus meinem Gefrierbeutel rausnehme. Das muss mal etwas zur Seite. So, und jetzt kannst du sehen, wie ich jetzt hier mein Fleischthermometer habe. Da ist ein Maß dran. Bis dahin muss ich das ins Fleisch reinstecken. Und so stecke ich das jetzt einfach hier in das Fleisch entsprechend rein. Das sieht jetzt weiter aus, als es ist. Das Fleisch steht jetzt zur Seite rüber. Und du kannst jetzt schon sehen, wie die Temperatur jetzt da oben gleich zurückgeht, weil das Fleisch war ja aus dem Kühlschrank. Aber das ist jetzt viel kälter, als das momentan da war. Das passt jetzt automatisch jetzt dieser Temperatur da an. So, ich sehe, dass das jetzt auf 6 Grad runter ist, weil das Fleisch war ja im Kühlschrank. Das hat sich jetzt die Umgebungstemperatur angepasst. Und jetzt kommt das Ganze rüber in den Speedy. So, ich gebe etwas Wasser unten rein. Also das langt schon, mehr nicht. Christplatte, die Füßchen alle eingeklappt. Das kommt jetzt wieder rein. Jetzt kommt mein Schweinebraten mit dem Thermometer so da oben drauf. So, der Deckel zu, Hebel runter und Funktion einschalten. Airfryer steht da noch, Temperatur auf 160 Grad runter. Oh, das ist jetzt schlecht zu sehen, sehe ich im Nachhinein. Ja, und von der Zeit habe ich jetzt 1 Stunde eingestellt und dann gestartet. Ja, die Sonne stand etwas schlecht, deswegen ist das jetzt schlecht zu sehen. So, das Schöne ist, dass du jetzt auf dem Handy das Ganze nachverfolgen kannst. Wenn du mal unten drauf schaust, da siehst du, es ist von 101 ist es auf 103 gestiegen, 105. Das ist jetzt die Temperatur im Drinne, wie die Temperatur vom Fleisch jetzt anfängt und hochsteigt. Also nicht das Fleisch selber, sondern der Speedy heizt sich auf, dann das Fleisch die Temperatur selber. Da oben ist es noch bei 6 Grad. Also jetzt gerade sehen, es ist umgestiegen auf 7 Grad. Also jetzt fängt er auch schon innen drin an, die Kerntemperatur vom Fleisch sich zu erhöhen, so wie die Temperatur vom Speedy mehr wird und so entsprechend wird das Fleisch danach auch mehr. Also das kannst du wunderbar jetzt hier parallel schön vergleichen. So, nach 1 Stunde, ich schalte jetzt noch mal 15 Minuten nach. Und bei der Temperatur bleibe ich bei 160 Grad. Ja, inzwischen bin ich bei 70 Grad angekommen. Ich hatte auch den in der Mitte, in der Hälfte der Garzeit, hatte ich den auch mal umgedreht, den Schweinebraten. Also einmal gewendet. Und ich habe mir überlegt, ich lasse ihn doch nicht bis 74 Grad, sondern ich nehme ihn bei 71 Grad, nehme ich ihn jetzt dann raus. 71 Grad erreicht. Und Handy beiseite und der Braten kommt raus. Boah, schau doch mal, der sieht ja richtig lecker aus. Da siehst du, so steckt das Thermometer jetzt zum Schluss noch drin. Das muss ich jetzt mal rausholen. Jetzt habe ich hier meine Handschuhe und versuche das rauszunehmen. Oh, das war doch etwas heiß. Jetzt mache ich doppelten Handschuh, stecke 2 ineinander rein, dann soll das eher klappen. Jo, so hat das wunderbar geklappt. Also musst du Obacht geben, das Thema, das ist doch sehr, sehr heiß, wenn du das da rausholst, dann hat es die Finger nicht verbrennst. Ich hätte sie beinahe verbrannt. Ja, und ich hatte ja noch versprochen, dir zu zeigen, wie ich jetzt noch die leckere Soße dazu mache. Jetzt habe ich hier etwas Wasser, dann habe ich hier ganz normal Mehl, also wie du im Prinzip so eine Mehlschwitze machst. So rühre ich jetzt hier Wasser mit Mehl zusammen an, so dass das dann nicht mehr klumpig ist. Und dann müssen wir mal zum Speedy wieder rüber schwenken. Ja, so sieht die Christplatte jetzt inzwischen von unten aus. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt gebe ich da erstmal etwas Wasser oben drauf, damit ich das ein ganz klein bisschen ablöse. Weil das kann ich ja für die Soße auch gut mitverbrauchen. Jetzt habe ich erstmal versucht, das so etwas abzukratzen. Das hat nicht ganz so geklappt. Dann habe ich gedacht, ach, ich nehme das einfach und hopsa. Ja, war nicht ganz so einfach, wie ich mir es gedacht habe, aber ich habe das gedacht, ich drehe das jetzt mal so rum und lasse das mal da drinnen ganz kurz etwas weichen und so, dass das ja auch noch mit raus kann.
Also das kann man noch länger abbürsten dergleichen. Das hat so schon voll und ganz gelangt. Ich habe ja gar nicht so viel gebraucht da. So, und jetzt kommt die Platte komplett mal runter und weg. Das ist also jetzt hier, ich hatte ja vorher etwas Wasser auch unten drin, so dass das nicht ganz anbrennt, und das ist jetzt so im Prinzip mit meinem zusätzlichen Wasser, das ich reingekippt habe. So sieht das jetzt aus. Dann habe ich ja von meiner Marinade noch etwas übrig in den Beutel. Das habe ich jetzt hier auch mit rein. Und das verrühre ich jetzt erstmal etwas. Ja, und immer was nehmen, was ein Plastikteil ist, oder also kein Metall unten drunter kratzen. Nicht, dass du den Boden nachher etwas unten beschädigst oder verkratzt. Weil da musst du Obacht geben. Aber jetzt habe ich das erstmal so verteilt. Ja, da siehst du auch die Kräuter, die mit in der Marinade drin waren, die jetzt hier in der Soße auch zu sehen sind. So, den Speedy habe ich schon mal wieder eingeschalten, ganz normal auf Anbraten. Das hatte ich jetzt mal nicht aufgenommen, aber ich glaube, das weißt du ja, wie das funktioniert. Das habe ich schon so oft gezeigt. So, jetzt siehst du schon, wie das sachte anfängt schon zu blubbern da drinnen. Ja, das geht doch recht schnell bei den Speedy. So, und jetzt habe ich hier meine Wassermehlmasse, die da reinkommt. Und jetzt koche ich das da entsprechend drin nochmal auf. Jetzt war ich erstmal ganz verwundert, was piept denn jetzt da im Hintergrund? Das war mein Thermometer, das jetzt gepiept hat. Weil die Zeit war ja erreicht. Ja, solange die Soße jetzt leicht aufkocht, können wir schon mal unseren Braten hier nehmen. Und dann schneide ich das mal sachte auf und dann schauen wir uns den mal an, wie das geworden ist. Schau mal, der sieht doch richtig klasse aus, richtig saftig. Also ist genau auf den Punkt, passt super. So, und das Piepsen, das wollte ja gar nicht aufhören. Jetzt habe ich erstmal geguckt und ist auf der Station da dieser rote Knopf, da muss ich draufdrücken und dann konnte ich es ausschalten. Dann hatte ich endlich Ruhe und konnte mal meinen Schweinebraten weitermachen. So, nachdem ich den jetzt aufgeschnitten habe, habe ich jetzt auch die Soße in so ein kleines Schälchen dazu getan und fertig ist mein leckeres Essen. Ja, und es war so richtig einfach und lecker. So einfach kannst du jetzt den Schweinebraten in der Heißluftfritteuse machen und hast eine richtig leckere Soße dazu. Weil es immer heißt, es gibt ja keine Soße aus der Heißluftfritteuse. Jetzt habe ich dir gezeigt, wie du das machen kannst. Und du wirst das garantiert nie vergessen und wirst immer wieder weiter so leckere Soßen machen. Schau, sieht der nicht so lecker aus, so saftig. Ja, und so einfach kannst du das in der Heißluftfritteuse machen. Und auch diese Soße hier. Du hast gesehen, wie einfach ich die gemacht habe. Wenn dir meine Videos gefallen, würde ich mich über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo freuen.